Hi Leute, Mutti ist back on track mit dem hottesten Shit ever. Und zwar, wie einige von euch mitbekommen haben, hat die M jetzt 183 Days als Make-up. Das Ganze ist also 183 Tage. Das heißt, dieses Sortiment verlässt die Theke alle 6 Monate. Also nach diesen 183 Tagen wird es immer eine neue Kollektion geben. Und das, was da war, geht weg. Für immer. Ich habe zwar bei der Kampagne mitgewirkt, aber ich habe selber die Produkte noch nicht kennengelernt. Also sprich, ich habe sie zwar zugeschickt bekommen, aber ich habe sie halt noch nicht ausprobiert. Und die Fragen über Fragen, wie ist denn das Ganze? Würde mich auch interessieren. Und ich würde sagen, das klären wir heute. Klären wir das. Mein Flamingo hat neue Batterien. Ja, Mann. Ich fange mit den Augenbrauen an. Da habe ich das, ich sage jetzt nicht immer 183 Days, ja, sonst das ist ja furchtbar. Ich habe ein Brow Game Kit, ja, also das schaut erstmal so aus. Das ist das Brow Kit. Also man hat hier eine Pinzette, Pinsel und dann hat man eine Highlight-Farbe, dann zum Definieren und dann zum Auffüllen. Ich habe hier 2 Farben, einmal Ash, das ist Ash. Und das ist Nut. Und ich nehme das hier. Das gebe ich in meine Verlosungskiste. Also ich benutze diese Tools da drinnen nicht. Oh, okay. Also es krümelt halt extrem. Guckt euch das mal an. Wie viel Produkt auf dem Pinsel drauf ist. It's a lot. Highlight-Farbe zum Definieren und zum Auffüllen. Super krass pigmentiert. Oh, das ist halt ultra krass pigmentiert, ne? Ich bin jetzt übergemalt. Also ich habe es jetzt übermalt. Das ist schon krass. Das war jetzt die Farbe Define. Ich gehe jetzt in Fill rein. Also Define würde ich eher für vorne nehmen und Fill für hinten. Also es ist schon ein krasses Augenbrauenpuder, ne? Ihr könnt den Unterschied erkennen. Der ist natürlich deutlich, also der ist halt da. Es ist ein Unterschied da. Finde ich gut, finde ich nicht schlecht. Man muss natürlich auf jeden Fall ein Gefühl für das Produkt bekommen, weil extrem viel Produkt auf dem Pinsel ist und ich klopfe schon ab. Aber so, muss ich sagen, finde ich es richtig gut. Ich habe jetzt in der Kiste keinen Concealer gefunden. Was ich hier allerdings habe, ist ganz interessant. Und zwar heißt das Produkt Dab on Stick. Die schauen so aus. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Farben. Das ist das. Und das heißt HD Photo Finish. Die mattierende Cream-to-Powder-Formel mit Extrakten aus grünem Tee und Soft-Focus-Effekt lässt sich dank der einfachen Anwendung ebenmäßig auftragen. Mühelos lassen sich mehrere Farben kombinieren, um einen konturierten Look zu erzielen. Toll vorgelesen. Ja, weil das so eine Schimmerschrift ist, deswegen ist Hautverträglichkeit dermatologisch getestet. Alrighty, ich würde sagen, ich swatch einfach mal die Farben, wa? Also ich habe hier einmal die Farbe 010 Rachel. Also so sieht das Ganze aus, ne? Also ich glaube, hier ist das Produkt und das ist das Schwämmchen. Interessant. Das ist tatsächlich total creamy. Dann kommt 020 Josephine. Josephine wirkt heller als 010. Crazy, huh? Dann kommt 030 Brianna. Brianna, deutlich pinker. Dann 040 Susie. Susie, 040. 050 Frances. Frances. 060 Lola. 060 Lola. Also vom Gefühl her würde die Farbe am besten passen. Wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden. Aber das zu mischen wird schwer. Ich denke, ich nehme diese Farbe. Ich nehme jetzt erstmal die Farbe, nur um meine Augenbrauen sauber zu machen. Boah, ist das schon ziemlich dick, ne? Wow. Aber könnt ihr das sehen? Das ist schon dick, hör mal. Ich muss ja sagen, ich stehe ja nicht so auf sowas, ja. Muss ich einfach sagen. Aber vielleicht ist es ja zum Schluss der Shit. Aber vielleicht halt auch nicht. Für die Augenbrauen reicht's mir. Ich gehe mal mit dem Finger rein. Oh ja, das ist echt. Das fühlt sich an wie der Paint Pot. Decken wir das, Ihr Süßen. Pudern wir das Ganze mal ab. Ich habe hier 3 Puder und das eine ist ultra interessant. Und zwar heißen die Loose Powder Shaker. Einmal in Porzellan, einmal in Banana. Die Farbe spricht für sich, aber auch Matcha spricht für sich. Ha? Grünes Puder.
Crazy. Shake It On. Der zartgrüne Puder mit Extrakten aus grünem Tee hilft dabei, Rötungen optisch zu mindern und den Teint ebenmäßig erscheinen zu lassen. Der seidige Finishing Powder Shake mattiert lange. Den Scheiß benutze ich und teste ich aus. Ob der Moody's Rötungen wirklich kaschiert? I don't know. Ich benutze jetzt natürlich erstmal Porzellan, um mein Augen-Make-up zu setten. Es kommt in so einem Döschen, was ich gar nicht schlecht finde. So kriegt man echt genug Puder raus, weil manchmal muss man ja mal auf diese Dinger schlagen, dann kommt nichts und kommt nichts. Ja. Okay, settet auf jeden Fall. Ja, fühlt sich nach einem sehr feinen Puder an. Das auf jeden Fall. Und das ist... Jo, musst du nicht durch die Nase ziehen. Ist parfümiert. Sehr leicht allerdings. Definitiv vertretbar. Die Augenbrauen sind snatchy. Ich würde sagen, machen wir weiter mit dem Augen-Make-up. Ich habe 2 Lidschattenpaletten. Das Packaging ist der Shit. Und zwar einmal habe ich die Eyeshadow-Palette in Gossip. Das Packaging schaut so aus. Dieses Glitzer bewegt sich auch. Und es kommt mit einem Spiegel. Man hat einmal 2 Highlighter und 6 Lidschattenfarben. Finde ich sehr interessante Farben, weil sowas benutzt man eher selten oder diese Kombination ist eher selten. Finde ich sehr cool. Dann habe ich noch die Richtung Dazzle. Hier sind alle Farben komplett matt. Habe ich Bullshit erzählt? 6 samtige ultramatte Lidschatten und 2 metallische Farbprimer. Ach, das sind gar keine Highlighter. Farbprimer. Aha, und hier ja auch 2 matte. Okay. Interessant. Das eine ist komplett matt, diese 6 Farben. Da sind sie. Ah, cool. Schaut mal. 6 matte Farben, 2 Metallic Primer, 6 Metallic Lidschatten und 2 matte Farbprimer. Das war schwer. Ja, was schminke ich denn? Also es ist so eine Farbkombination, da denke ich mir so, wow, okay. Ich liebe Herausforderungen. Ich mag es. Also würde ich sagen, einfach rein, oder? Fange ich mit der Farbe Lack an. Passiert erstmal nicht viel. Es kommt auch nicht so viel Produkt auf den Pinsel. Nicht allzu stark pigmentiert, wie ihr sehen könnt. Also der Swatch ist super soft. Lack sieht ein bisschen nach Schimmel aus. I'm here for Schimmeltöne. Also man muss die Farbe deutlich aufbauen. Ne? Also das ist jetzt meine 5. Schicht und es ist super soft. Ich hätte mir für so eine laute, für so ein lautes Image schon ein bisschen mehr Intensität gewünscht. Mache ich weiter mit der Farbe Free Ride. Die Farbe gebe ich direkt in meine Lidfalte. Die ist auf jeden Fall ein bisschen stärker pigmentiert, aber auch hier eher soft. Aber die Farbe lässt sich eigentlich ganz gut ausblenden, finde ich. Ihr könnt selber erkennen, die Farben sind halt super soft, ne? Also von dem Grün sieht man wenig, von dem Braun jetzt auch. Ja. Ich gehe dann in die Farbe Party Golds. Das ist so ein Petrol, würde ich mal sagen. Ja, also so ein Blaugrau oder so. Und die Farbe gebe ich direkt in meinen Innenwinkel. Also die ist deutlich kräftiger. Wenn ich das so aufgetragen habe, gehe ich nochmal in die Farbe Candy Time. Das ist so ein Bordeaux. Die Farbe Bordeaux. Ihr könnt schon in den Swatches sehen, die sind halt sehr leicht pigmentiert. Also so super leicht. Ich habe jetzt nochmal diesen Dab-On-Stick hier genommen und gehe, also das habe ich wie so ein Halo-Effekt in die Mitte geklatscht. Nicht allzu ordentlich, einfach nur, dass ich gleich was habe, um die nächsten Farben so ein bisschen besser, ja, da auftragen zu können. Dann gehe ich auch schon in die Palette Dazzle. Das war ja diese hier. Ich habe jetzt 3 Farben geswatcht und zwar eigentlich diese hier unten. Geswatcht, kann man nicht meckern, sieht 1A aus. Also wenn das jetzt noch so auf dem Lid performt, dann kann man nichts sagen. Die Gossip fand ich jetzt ein bisschen schwach, muss ich sagen. Ich versuche das Goldene erstmal mit einem Synthetikpinsel aufzutragen. Mal gucken, wie das funktioniert. Es kommt auf jeden Fall viel Produkt auf den Pinsel. Also wenn man so eine Sticky Base hat, ja, also eine klebrigere Base, dann kommt das Gold auf jeden Fall zur Geltung. Das Gold ist sehr flaky, also überhaupt diese Metallic Shadows, das sind so eine 3D Metallics, die sind sehr flockig. Dann kann ich euch empfehlen, das nochmal so aufs Lid zu pressen, damit die wirklich
ja, eingearbeitet werden. Also bei dem Goldton kann ich wirklich nichts sagen. So, weil ich den Halo-Effekt ein bisschen mehr verstärken möchte, gehe ich in die Farbe Rose Gold mit meinem Pinsel. So, hier kommt weniger Produkt auf den Pinsel als dieses Goldene. Dann sprühe ich das an und Rose Gold tupfe ich mir auf das Gold in der Hoffnung, dass es einen stärkeren Effekt gibt, aber nicht so doll. Ja, nö, ist nicht so, wie ich es wollte, aber das ist nicht schlimm. Manchmal gibt es so Farben, die verhelfen dann, dass es nochmal so richtig rauskommt. Das war jetzt hier nicht der Fall, ist nicht schlimm. Um meinen Halo-Effekt so ein bisschen mehr zu verstärken, also wirklich nur minimal, gehe ich in die Farbe Spell. Das ist dieser Farbprimer mit so einem kleinen fluffigen Pinsel, aber nur ganz wenig. Also, weil mit Schwarz kann man sich halt richtig verscherzen. Und dann gehe ich hier so ein bisschen rein, um das so ein bisschen zu verstärken. Ich mache es jetzt so ein bisschen spaciger, weil die Palette sich halt einfach dafür anbietet. Ich nehme jetzt nochmal so einen sauberen, flachen Pinsel und gehe in die Lowlights Farbe. Das ist so ein metallisches Blau. Und die Farbe gebe ich mir als Highlight unter meine Augenbraue. Also an den matten Lidschatten muss man definitiv arbeiten. Man muss sie aufbauen, bis man die Farbintensität hat. Also ich kann halt immer, wie gesagt, nur von meinem Geschmack sprechen. Ich hätte es mir ein bisschen pigmentierter gewünscht. Die metallischen Farben, die ich benutzt habe, es war jetzt das Gold, ist okay. Also auch damit kann man definitiv arbeiten. Aber man muss sagen, man muss Arbeit in die Lidschatten reinstecken. Also es ist nicht so wusch, wusch, wusch. Also man braucht Zeit. Fallout haben wir auch. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt mit den Augen weitermache, mache ich weiter mit der Haut. Ich habe hier 3 Primer. Die sehen auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich habe hier einmal Matcha Matte Base, also für Leute mit öliger Haut. Dann habe ich einmal Strawberry Strong Base. Das ist die hier. Die ist sicherlich eher für Leute mit trockener Haut. Betain, Erdbeer und Algenextrakt machen den kaschierenden Primer zu einem echten Weichzeichner. Ah, okay. Das sind eher so Pore Minimizer. Dann habe ich hier noch Banana Bright Base. Betain und Bisabolol sorgt der feuchtigkeitsbewahrende Primer für einen belebenden frische Kick. Also ist Banana eher was für mich. Riecht wie diese Haribo Bananenschaum-Dinger. Ich habe die früher geliebt. Der ist sehr lotionartig und gelb eingefärbt. Riecht wirklich komplett bananig. Fühlt sich aber reichhaltig auf der Haut an. Also es fühlt sich auf der Haut auf jeden Fall sehr sticky an. Sehr Erdbeer und Matcha lege ich auch in die Verlosungsbox. Ich bin gespannt, wie das sich auf der Haut macht. Oh wow. Das ist sehr, sehr fest. Also, um das ein bisschen schneller einzuarbeiten, nehme ich diesen Art Deco Pinsel. Oh ja, also es ist schon sehr fest. 0,20 Josephine ist gerade ein bisschen hell für mich. Ich baue jetzt gerade nochmal auf. Wisst ihr, was ich mache? Ich habe hier nämlich so ein Fixing Spray. Kommt in einem Bunny Packaging, was super süß ist. Und zwar heißt das Fix and Glow Finish Spray. Ich sprühe meinen Booty Blender jetzt mal an und versuche die Foundation jetzt mal einzuarbeiten. Auch das geht sehr schwer. Man kann die Foundation so ein bisschen aufbauen. Ich glaube nicht, dass das meine Lieblingsfoundation wird, muss ich sagen. Es macht ein Flawless Finish, also kann ich anders nicht sagen. Ich brauche halt sehr viel Zeit, um sie einzuarbeiten und ich kann sie auch nicht in meine Nase einarbeiten. Das ist ganz komisch. Und wenn ich über meine Wangen gehe, baut sich das halt auch ab. Okay, Foundation, wie gesagt, haut mich jetzt hier auch nicht um. Auch hier brauche ich sehr lange, damit das gut aussieht, aber sie hat eine wirklich schöne Deckkraft, muss ich sagen. Ich brauche aber bei der Deckkraft ja zum Beispiel keinen Concealer, was ich zum Beispiel sehr gut finde. Ich werde jetzt mal dieses grüne Matcha-Puder ausprobieren. Ich habe mir hier so ein kleines bisschen grünes Puder aufgetragen. Ich nehme jetzt so einen schönen fluffigen Pinsel, um wirklich so wenig wie möglich Puder aufzutragen, weil ich will mir das jetzt hier auch nicht kaputt machen. Färbt das Puder so ein bisschen ein? Nee, ne? Fand nicht. Ne? Bisher. Also ich habe jetzt auf die Stellen dieses grüne Puder aufgetragen, wo ich die meisten Rötungen habe. Und ich finde jetzt nicht, dass es eingefärbt hat. Also ich war so ein bisschen skeptisch, aber also ich habe jetzt halt mit einer sehr leichten Hand gearbeitet und auch mit wenig Puder. Und ich finde, kann man machen. Ich würde jetzt vielleicht nicht mit einem Beauty Blender rein und dann so baken oder so. Das würde ich halt nicht machen, zumal man ja das unterm Auge nicht braucht. Ich nehme mir jetzt so einen schön fluffigen Pinsel hier und gehe
in das Porzellanpuder und sette mein restliches Make-up damit. Ich würde sagen, ich hole euch einmal näher ran, damit ihr euch selber mal ein Bild machen könnt. So schaut das Ganze jetzt auf meiner Haut aus. Um meine Wange herum und um meine Nase sieht es allerdings nicht ganz so ästhetisch aus. Allerdings finde ich, fällt es nur auf, wenn ich auch nur ganz nah am Spiegel bin. Ich glaube, von Weitem geht es sogar noch. So, es gibt noch viel zu entdecken, viel zu entdecken. Yes! Wir haben hier 4 Sprühdosen und zwar Airshine Blow Glow, der irisierende Airbrush Highlighter mit variabler Deckkraft, sprüht zarten Glow in einem gleichmäßigen Strahl. Mega nice. Dann habe ich ein Air Blush und ein Air Bronze. Ich mache weiter mit dem Highlighter und zwar der Airshine in der Farbe Blow Glow. Ist das gesund? No. Ich hab's in den Haaren, in meinen frisch gefärbten Haaren. Also es ist krass parfümiert. Also es gibt einen Effekt. Könnt ihr das sehen? Ey, ist das immer noch Highlighter? Dann lass mich mal. Oh, wie das die Haare einfärbt. Viel zu nah. What the fuck? Oh. Also ich habe hier deutlich mehr Highlighter drauf als auf der anderen Seite. Coole Idee, wenn man Spaß haben will. Ich weiß nicht, ob man es morgens so macht, im Büro tragen möchte. Nicht meins, also das ist auf jeden Fall durchgefallen. Trage ich mal den Bronzer auf. Fuck my life. Ich habe Angst. Ich habe einfach Angst. Darf ich? Okay. Hier stand Bronze. Airbrush Bronzer. Gut, also, was soll ich sagen? Interessant. Ich bin komplett einparfümiert. Es hat sich in meine Organe gelegt. Also ich habe morgen auf jeden Fall noch was davon. Trage ich dann nochmal den Blush auf. Und zwar ist es der Rose Cloud, heißt die Farbe. This is bullshit. Meine Stirn denkt sich so, Karneval. Also die Sprühdosen sind nicht so ganz mein Cup of Tea. Ich habe hier jetzt eigentlich noch so Highlighter-Paletten. Einmal Posy. Das ist die Highlighter-Palette in der Richtung Rosy. Dann habe ich noch die Highlighter-Palette Moon. Das ist die hier. Und ich würde sagen, für so ein kleines bisschen, und ich nehme die Moon-Palette. Ich gehe in die 2 Farben hier. Einfach um das Ganze hier so ein bisschen zu definieren. Also der Bronzer ist schlimm. Das ist eine 6-. Sowas kann man für ein Editorial benutzen. Mache ich weiter mit den Augen. Da gehe ich in die Farbe... Ich gehe in die Farbe Sugar Bowl. Einfach für so ein bisschen Pop of Color. Ihr könnt sehen, es kommt halt sehr viel Farbe, also sehr viel Produkt auf den Pinsel. Das ist okay. Das finde ich. Also Sugar Bowl funktioniert auf jeden Fall gut. Ich habe jetzt schon ein bisschen das Gefühl, dass mir was fehlt. Deswegen nehme ich nochmal die Farbe Party Gold. Und die Farbe gebe ich in meinen Wimpernkranz. Also die Sprays haben es ein bisschen zerstört, den ganzen Look. Ja, finde ich auch. Was ich jetzt noch machen möchte, ist mir... alles nicht genug. Ich nehme die Farbe Burnt Flower. Das ist dieses Rot. Und die Farbe gebe ich mir jetzt hier unten hin. Und als Highlight in meinen Innenwinkel gehe ich in die Farbe Low Lights. Das, was ich mir auch als Highlight unter meine Augenbraue aufgetragen habe. Das gebe ich mir hier auf. Boah, also das funktioniert definitiv richtig gut. Ist nicht mehr angesprüht. Wir haben hier noch so richtig coole Eyeliner. Also die sind schon vom Packaging mega interessant. Und zwar sind das die Swing Liner Chrome Effect. Und ich habe hier ein paar Farben. Ich werde auf jeden Fall Gold nehmen. Die Mine ist auf jeden Fall sehr lang, was ich voll gut finde. Ja, ich hätte es mir ein bisschen goldener gewünscht. Einfach für einen krasseren Effekt. Ganz so deckend ist er auch nicht. Also das Handling ist super. Das liegt so gut in der Hand. Also ihr könnt sehen, dass es nicht deckend ist. Man muss halt wirklich dran arbeiten. Auch am Eyeliner muss man definitiv arbeiten, meiner Meinung nach. Also das Handling ist perfekt. Ein eigentlich schönes Gold, aber man muss sehr oft drüber gehen, damit man es deckend bekommt. Und jetzt habe ich es immer noch nicht ganz deckend. Ich glaube hier 5 Mascara-Tuben.
Ich finde das Packaging hier mega gut. Und haben wir hier eine Waterproof? Ja, wir haben hier sogar eine Waterproof Mascara. Das ist die Mascara in a Tube Volume Waterproof. Die ist blau und die Bürste ist eine kleine kegelförmige Bürste. Was ich persönlich gut finde, ist, dass die Bürste nicht so ultra riesig ist, sondern ich finde, die hat die perfekte Größe, um an seinem Auge zu arbeiten. Aber das ist ja auch alles so eine Geschmackssache. Die Mascara hält meinen Schwung. Sie trennt die Wimpern schön, gibt aber weniger Volumen und auch weniger Länge. Ich finde, der Look würde sehr gut Lashes vertragen, aber irgendwie habe ich keine Lust, welche aufzukleben. Ja, brauch schon. Brauch schon. Aber mache ich nicht, weil ich keine Lust habe. Ich habe jetzt wirklich mit viel Farbe gespielt. Warme Töne, kühlere Töne. Ich wollte halt so viel Farbe, wie es nur geht, benutzen. Mir jetzt diesen Eyeliner noch in meinen Innenwinkel gegeben. So, ich habe hier noch ein bisschen Krimskrams in der Kiste. Was ich jetzt noch habe, sind so Shimmer Matte Lip Creams. Die sehen eigentlich aus wie so Liquid Eyeshadows, wie die von Stila. Die sind hier jetzt allerdings für die Lippen. Und ich würde sagen, ich nehme so die Farbe Tickle. Eine schöne Farbe. Geht super leicht über die Lippen. Sind leicht parfümiert, eher süßlich. Sind ein bisschen fleckig. Also das ist wieder so eine Formulierung, da schiebt man das Produkt so ein bisschen hin und her. Ihr könnt es ja sehen. Es ist nicht ganz deckend. Was ich persönlich an diesen Lip Creams gut finde, also es sind Lip Creams, ne? Das ist jetzt nicht so wie so ein wirklich krass matte Liquid Lipstick, also was komplett runtertrocknet, sondern es ist so ein bisschen Beweglichkeit noch auf meiner Lippe, aber auch nicht zu sehr. Also es ist so eine perfekte Mitte. Was mir noch gut gefällt ist, also es war jetzt bei der Farbe so, es ist nicht ultra glitter shimmery. Ne? Manchmal mag man das ja auch nicht. Ist für manche sicherlich auch im Alltag schwer. Das ist auch so eine gute Mitte, finde ich. Es ist ein bisschen fleckig gewesen. Ich habe das Produkt hin und her geschoben, was mir nicht so gut gefallen hat. Mit einem Lip Liner konnte ich das so ein bisschen retten, also so entgegenwirken. Also auf jeden Fall Lip Liner benutzen, aber sonst finde ich, gefällt mir das ganz gut. Ihr habt im Video jetzt gesehen, was mir gut gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat und was eher so durchschnittlich war. Habt ihr was von 183 Days mal ausprobiert? Dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich glaube, das würde alle interessieren, wie ihr das gefunden habt. Wie ihr es findet, hat es für euch funktioniert, eher nicht. Ja, ansonsten findet ihr hier 2 weitere Videos. Hier drüben könnt ihr die Mutti abonnieren. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.